Kann ein einzelner Mann den Lauf der Geschichte verändern? Die Geschichte von Napoleon Bonaparte ist mehr als nur eine Liste von Siegen und Niederlagen. Es ist das Epos von grenzenlosem Ehrgeiz, brillantem Verstand und einem Fall, der bis heute nachhallt. Eine Reise, die uns zeigt, wie eng Genie und Hybris beieinander liegen. Stellen Sie sich Europa am Ende des 18. Jahrhunderts vor, ein Kontinent im Umbruch. Die Französische Revolution hat die Monarchien erschüttert und ein Machtvakuum hinterlassen. In dieses Chaos tritt ein junger Artillerieoffizier aus Korsika, ein Außenseiter, dessen Muttersprache nicht einmal Französisch war. Sein Name: Napoleone di Bonaparte. Er hat keinen adeligen Titel, keinen Reichtum, er besitzt aber einen unbändigen Willen und ein Talent für die Kunst des Krieges, wie es die Welt selten gesehen hat. Seine Karriere ist ein kometenhafter Aufstieg. An der Militärakademie studiert er die großen Feldherren der Geschichte. Doch er kopiert sie nicht nur, er verbessert sie. Seine frühen Siege in Italien und Ägypten machen ihn in Frankreich zur Legende. Er ist schnell, unberechenbar und versteht es, seine Soldaten zu inspirieren. Während die Politiker in Paris streiten, handelt er. Mit einem kühnen Staatsstreich reißt er die Macht an sich. Frankreich ist müde vom Chaos. Napoleon verspricht Ordnung, Stabilität und nationalen Stolz. Und er liefert. Als erster Konsul, dann als Kaiser, modernisiert er Frankreich. Er gründet die Banque de France und stabilisiert die Wirtschaft. Er schafft mit dem Code Civil ein revolutionäres Gesetzbuch, das Prinzipien wie die Gleichheit vor dem Gesetz und die Religionsfreiheit festschreibt. Viele dieser Gesetze bilden noch heute die Grundlage der Rechtssysteme in ganz Europa. In der Kathedrale Notre Dame krönt er sich 1804 selbst zum Kaiser. Er nimmt die Krone aus den Händen des Papstes. Eine klare Botschaft. Seine Macht kommt nicht von Gott, sondern von ihm selbst. Auf dem Schlachtfeld scheint er unbesiegbar. Bei Austerlitz, Jena, Wagram. Seine Siege definieren eine ganze Ära. Er zeichnet die Landkarte Europas neu, setzt Verwandte auf die Throne besiegter Königreiche. Er träumt von einem vereinten Europa unter französischer Führung. Doch sein unstillbarer Ehrgeiz wird zu seinem Verhängnis. Der Wendepunkt kommt 1812, die Invasion Russlands. Mit der größten Armee, die Europa je gesehen hatte, marschiert er Richtung Moskau. Doch er hat zwei Gegner unterschätzt: die endlose Weite Russlands und den gnadenlosen Winter. Von über 1 Million Soldaten kehren nur wenige 10.000 zurück. Es ist eine Katastrophe, von der sich sein Reich nie wieder erholen wird. Europas Mächte wittern ihre Chance. Sie verbünden sich und schlagen in der Völkerschlacht bei Leipzig zurück. Napoleon muss abdanken. Er wird auf die Insel Elba verbannt. Doch das Spiel ist noch nicht aus. In einem letzten waghalsigen Akt kehrt er zurück. Für 100 Tage gehört Frankreich wieder ihm. Aber seine Zeit ist abgelaufen. Bei einem kleinen Dorf namens Waterloo trifft er auf die vereinten Armeen Englands und Preußen. Es ist seine letzte Schlacht und seine endgültige Niederlage. Sein letztes Exil ist St. Helena, ein einsamer Felsen im Südatlantik. Hier, Tausende von Kilometern von Europa entfernt, stirbt er 1821. Was bleibt von Napoleon? Ein Tyrann, der den Kontinent mit Krieg überzog? Oder ein Visionär, der die Grundlagen des modernen Europas schuf? Er war beides. Sein Erbe ist widersprüchlich und komplex. Aber seine Geschichte bleibt eine der faszinierendsten der Menschheit.